So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video der Lotus-Vorstellungsrunde. In diesem Video wollen wir auf eure Fragen eingehen, die ihr ja zuletzt in den Kommentaren des vorherigen Videos, das ist übrigens in der Beschreibung verlinkt, für alle, die dies nicht gesehen haben, gestellt habt. Und darauf wollen wir eingehen. Das Ganze ist ein bisschen thematisch sortiert. Das heißt, es wird sich sicherlich daran orientieren, welche Frage am ehesten zu einer anderen Frage mit einkommt und nicht danach, wer zuerst gefragt hat. Deswegen nicht wundern, also höchstwahrscheinlich ist eure Frage dabei. Wir haben dann doch einige mehr als 10 Fragen beantworten lassen. Ihr werdet auch jetzt schon und auch in weiterer Zukunft feststellen, dass es immer mal wieder Teile gibt oder Fragen gibt, auf die bewusst nicht eingegangen wird. Das liegt einfach daran, dass es Dinge gibt, die sich im Laufe der Entwicklung erst zeigen werden, die einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht spruchreif sind. Und da wir einfach nicht über ungelegte Eier reden wollen, lassen wir das Ganze raus. Ihr seid nicht ignoriert oder vergessen. Es ist also ganz bewusst passiert. Und da wir natürlich auch nicht jedes Mal sagen: das erzählen wir noch nicht“, lassen wir es einfach ganz raus. Also, wenn die Frage nicht beantwortet wurde, zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gilt das immer, dann ist da auch noch nichts zu entschieden. Alles, was dann nachher noch gestellt wurde mit einem gewissen Toleranzrahmen, wird dann einfach in einem der nächsten Frage und Antwort-Videos beantwortet werden, aber eben dann, nur dann, wenn man darüber schon antworten kann. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir nicht mehr Zeit als ohnehin schon 1 Minute rum, hier ist unfassbar, und legen gleich los. Ja, der Pinguine fragt: „Was soll denn neu an Features geben zur OMSI 2? Da sind kostenlos alles drin in den Bussen, was es wirklich gibt. Alles Neue wäre dann ja eine Fiktion.“ Ja, grundsätzlich gilt es zu sagen, OMSI 2 ist natürlich nicht kostenlos. Was du meinst, sind natürlich die kostenlosen Busse, gehe ich einfach mal von aus. Das ist soweit richtig. Das wird es auch für Lotus geben können. Also gibt es da nichts, was sich in irgendeiner Form, nicht mit vorherigen Erfahrungen deckt. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass Lotus jetzt grafisch auf dem Stand von 2015 ist und nicht wie OMSI, na ja, nicht seiner Zeit voraus, sondern eher das genaue Gegenteil davon ist. Und es stützt natürlich auch kompromisslos Schienenfahrzeugphysik und später auch signalisierten Bahnverkehr. Und Lotus wird ein Nahverkehrssimulator, kein reiner Bussimulator. Busse gehören natürlich auch dazu, gar keine Frage, darüber müssen wir uns nicht streiten. Aber es ist eben der Fokus auf den Nahverkehr gelegt, ne? Und Lotus hat ein erheblich besseres Content-Erstellungs- und Verwaltungssystem. Aus OMSI kennt das jeder. Mal eben da irgendwie was rein kopieren, hoffen, dass nichts, was es schon gibt, überschrieben wird. Am Ende hat man dann doch Kuddelmuddel. Und, da hat man halt richtig was investiert an Zeit, an Überlegungen, an Konzepten. Und diese Liste der Veränderungen, die geht noch viel länger. Darauf werden wir in anderen Videos noch eingehen. Und, ja, das ist so der erste Teil der Frage. Ja, ich weiß nicht, ob's ein Scherzkeks ist oder, 'ne ernst gemeinte Frage. Wir nehmen sie mal mit rein. Flo und 530, also FLO, man weiß es nicht, fragt zur Beschreibung: „Was? Das ist nicht das finale Produkt?“ Nein, es handelt sich hier um eine frühe Alpha-Version des Simulators und der Tools. Das haben wir aber, glaube ich, auch nicht nur einmal erwähnt und, na ja, wir lassen's einfach mal drin. Ja, Pinguine wieder. Da ist er wieder. Ein Punkt ist nicht zu kaufen, diese bescheuerte Vereinfachung aller Spiele. OMSI 2 war und ist erfolgreich, weil es komplex ist. Unabhängig davon, dass es eigentlich keine Frage, sondern eine Meinung ist, müssten wir hier natürlich das Missverständnis kurz, ja, aufklären. Also die Vereinfachung, was im letzten Video gesagt wurde, bezieht sich nicht darauf, dass wir jetzt plötzlich einen Simulator haben, wo man dann die Leertaste drückt, um den Bus komplett aufzurüsten, sondern die Vereinfachung betrifft den reinen Workflow beim Erstellen und Verwalten von Zusatzcontent. Also der normale User, der wird nach wie vor erst den Schlüssel reinstecken müssen, ihn dann drehen, die Bremse treten, den Motor starten, den Gang einlegen müssen. Das wird nicht vereinfacht und das ist auch gar nicht Sinn der ganzen Übung, sondern Sinn ist es eben, diesen Nahverkehrssimulator zu bieten, und, das Ganze komplex, aber strukturierter mit entsprechenden Hilfstools. Und dann soll auch wirklich jeder, der sich ein bisschen mit Biss dahinter klemmt, die Möglichkeit kriegen, seinen eigenen Content zu erstellen. Und das ist der Sinn hinter dieser Vereinfachung. Nicht, dass du am Ende dann nur noch, ja, davor sitzt und dir quasi anguckst, wie der Rechner alles selber macht. Das ist nicht Ziel und das wird auch nicht passieren.
Ja, Florian, kurze Frage. Du sagtest, du hast eine Map für OMSI veröffentlicht. Welche wäre das? Würde die gerne mal fahren, fragte G-Proud. Ich weiß es nicht. Ja, das gehört ja eigentlich überhaupt gar nicht rein, aber diese Werbung an dieser Stelle mal gestattet. Findest du auf www.tram-düsseldorf.de im Bereich der Downloads. Eine wundervolle Map. Wie heißt sie denn noch? Jetzt müsste ich lügen. Sie heißt Weiershausen, die Kleinstadt im Grün. So, gut, machen wir weiter mit Patrick Jentsch. Warum gibt es dafür nicht einen eigenen Kanal? Aber die Idee ist sehr gut. Weiter so. Erstmal vielen Dank. Zweites Mal gibt es natürlich im Wesentlichen dafür 3 Gründe. Ne? Also so ein Video, das ist ja auch ein bisschen Arbeit, Vorbereitung, Durchführung und am Ende auch Betreuung. Und die Entwickler, also Janine und Marcel, möchten natürlich lieber so ein bisschen an Lotus entwickeln, als sich um diesen ganzen Kram noch nebenher zu kümmern. Und deswegen sind wir letztendlich auf diesem Kanal hier gelandet. Das Problem wäre nämlich gewesen, hätte man einen komplett neuen Kanal erstellt, unabhängig davon, wer ihn denn betreut, wäre es sicherlich schwierig geworden, die ganzen Leute darauf aufmerksam zu machen. So haben wir schon eine relativ große Schnittmenge an Leuten, die sich sowieso für den Nahverkehrssimulator interessieren. Und da haben wir uns eben dazu entschieden, auf diesem Kanal weiterzumachen. Und der zweite Grund, dass man eben diese Videos von Florian und mir erstellen lässt, ist, dass wir so ein bisschen Erfahrung daran haben. Wir machen das jetzt auch nicht erst seit gestern. Wahrlich keine Profis, unbestritten, müssen wir nicht drüber reden. Aber Marcel und Janine müssten sich eben auch erst da einarbeiten, einlesen, ausprobieren, testen und dafür reicht die Zeit einfach nicht, ne? Ja, und zuletzt muss ich zitieren: „Wir finden die bisherigen Videos von Julian und Florian gleichermaßen informativ wie unterhaltsam und finden diese Mischung und auch die Dosis genau richtig für Lotus." So, ich hoffe, damit ist die Frage auch beantwortet, und dann hoffentlich auch zu deiner Zufriedenheit. Austrian Bugfinder: Was passiert, wenn ich am Ende einer Schiene über das Ende hinausfahre? Na, wahrscheinlich wird der Zug dann mit einer sehr hohen Reibwert weiterrollen und physikalisch korrekt zum Stehen kommen. Das war grammatikalisch nicht korrekt, aber ich hoffe, jeder hat verstanden, worauf ich hinaus wollte. Robby TV fragt: Wann ist der Release? Naja, wie immer in solchem Fall, wenn fertig, dann fertig. Also es wird auf gar keinen Fall irgendwelche fixen Termine im Voraus geben. Das macht man nicht mehr. Ganz einfach, man will ein fertiges Produkt auf den Markt bringen. Ne? In der heutigen Zeit, das Produkt reift beim Kunden. Das muss wahrlich nicht jeder so machen und so abklatschen wie andere Simulatoren, die kürzlich veröffentlicht wurden in der Szene. Das wollen wir uns nicht leisten. Und insofern wird sicherlich im Voraus veröffentlicht, wann Lotus dann auf den Markt kommt. Aber heute kann davon auch keine Rede sein. Und zum gegebenen Zeitpunkt gibt es da einfach mehr Informationen zu. So, jetzt haben wir noch eine englische Frage. Und zwar von, ja, Pavel Rogulski. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Entschuldige mich. Road intersections. How they will be created, placed. Right now on OMS, you need to create them from scratch if one wants something fresh. Will the process of creating intersections will be simplified? Ja, das war jetzt etwas freier vorgetragen. Kurz auf Deutsch übersetzt, ganz einfach Kreuzungen, wie werden sie erstellt und platziert? In OMSI muss man alles von vorne machen, wenn man was neu haben will und wird dieses Ganze ja, vereinfacht. Pavel, we will answer your question in English in the description of the video. Und für alle anderen, Kreuzungen erstellen wird in Lotus deutlich einfacher werden. Also der Map-Editor wird da Kreativität und Komplexität eurer Kreuzungen, euren Wunschkreuzungen keine Grenzen setzen. Mehr dazu erfahren wir zu einem anderen Zeitpunkt. So, noch eine englische Frage von Martin Czerny, hoffe ich. I hope so. Hope in Lotus, there will be fixed light bugs from OMSI. When you drive fast and light is doing like off-on thing. Those titles are wrong, or I don't know. Not sure how to explain. Ich denke mal, er bezieht sich darauf, dass das Licht in OMSI mehr oder minder an den Polygonen der Straße festgehangen hat. Das kennt man, diesen Effekt, wenn man sehr schnell fährt, dann kommt das Licht nicht unbedingt hinterher. Und Martin, your answer is also in the description of the video. Und man muss einfach sagen, Lotus ist keine Weiterentwicklung von OMSI. Ne? Von OMSI ist in Lotus nichts, aber auch gar nichts
enthalten. Und insofern möchten die Entwickler an dieser Stelle lieber neue Bugs einbauen, die noch keiner kennt, als den alten Scheiß weiter zu verwenden. Insofern, natürlich wird das nicht übernommen werden, weil, wie gesagt, Lotus und Omsi sind 2 Paar Schuhe. Lukas D. fragt, was ich genau bei der Rheinbahn mache. Ja, lieber Lukas, da arbeite ich. Der Rest ist für euch nicht weiter relevant. Tut mir leid. Ja, noch eine englische Frage von, ich komme mit den Namen nicht klar, Jiri Kutni, ich habe keine Ahnung. Your English answer is also in the description, and for all the following, if you are asked in English, just take a look at the description. Ja, Kreuzungen. Es geht darum, Kreuzungen, ein Kreuzungsverlauf mit Höhenverlauf. Das heißt also eine angewinkelte Kreuzung, eine Kreuzung, die in sich eine Steigung hat. Das wird möglich sein und es wird auch einfach sein. Aber mehr dazu, genau wie zur vorherigen Frage, mehr davor der Frage zu Kreuzungsbau allgemein, kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Ganz einfach, weil wir wollen nicht alles auf einmal raushauen und es soll ja auch interessant bleiben. Ne? So, Fist M mal A. Ja. Fragt. Erstens, wird der Import realer Höhendatenmöglichkeiten sein? Antwort. Ja. Bei OMSI fährt man auf Karten bestehend aus Kacheln, auf denen Fahrpläne laufen. Wird dieses System beibehalten? Grundsätzlich schon, auch wenn das nicht ganz richtig formuliert ist. Es wird wieder Kacheln geben, allerdings ist das, was dahinter arbeitet in diesen Kacheln, nicht mehr mit OMSI zu vergleichen. Also diese Kachelung, die braucht man ganz einfach für LODs, für alles Weitere, was intern im Programm in sich passiert, ganz klare Kiste. Aber so wie in OMSI ist es nicht mehr. Also man wird nicht mehr über das Ende der Karte hinaus gucken können und dann irgendwann macht's plopp und da geht die Welt dann doch noch weiter. So, werden die Editoren zumindest teilweise auch schon vor dem Release verfügbar sein? Nein, ganz einfach, das hat den einfachsten Grund der Welt. Stellt euch vor, 2 Monate, 3 Monate vor Release werden der Map-Editor und das Content-Tool rausgehauen. Und es gibt noch irgendeine, aus irgendwelchen Gründen, riesengroße Änderung in der Script-Engine, in irgendeinem Teil des Programms. Und alles, was ihr schon gearbeitet habt, ne, die individuellsten Lösungen, die sind alle in 'ne Fritten. Davon funktioniert am Ende gar nichts mehr und allein deswegen, nein, das wird's nicht geben. 4. Frage. Werden Kreuzungen im Lotus-Editor gebaut oder aus 3D-Editoren importiert? Wie gesagt, später mehr zum Kreuzungsbau. 5. Gibt es eine technische Begrenzung in Bezug auf die Streckenlänge? Naja, irgendwann ist die Festplatte voll, dann kann Lotus nichts mehr speichern. Aber derzeit sieht es ganz gut aus, dass es da keinerlei Begrenzungen geben wird. Laber Attila fragt, will it be using a 64-bit engine? 32-Bit und 64-Bit. Wir haben beides. Wir sind quasi multitaskingfähig. The Player One. I just wondered if the game comes with a map or if you have to create one by yourself. Das Spiel wird mit 1 oder 2 Karten und passenden Fahrzeugen ausgeliefert. Und zusätzlich hat natürlich jeder die Möglichkeit, eigene Karten und Fahrzeuge zu erstellen oder zu importieren, wenn sie jemand anders gebaut hat. Also das ist im Prinzip dann wie bei OMSI, nur wie gesagt, neues Engine, neues Skript, alles neu. Daniel Mark Klamt fragt, wird es auch einen Multiplayer für den Lotus-Simulator geben? Da fehlt Simulator. Daniel, ich habe dich durchschaut. Darüber gibt es noch keine Infos. Da sprechen wir an einem anderen Tag drüber. Milos Jovanovic? Keine Ahnung. Er baut gerade an einer großen Map für OMSI 1. Ist es möglich, sie später in Lotus zu importieren, weil er nicht alles neu bauen möchte? Nein, das ist nicht möglich. Weil, wie gesagt, es hängt einfach nicht mehr miteinander zusammen. Lotus arbeitet ganz, ganz anders. Unterm Strich wäre das so, als würdet ihr versuchen, euer eingescanntes Blatt Papier ne, lassen wir es bleiben. Also, es funktioniert nicht. Es ist quasi wie, als würdet ihr euren Zimmerschlüssel unten auf die Kellertür stecken wollen und sagen: „Na ja, aber oben wohne ich auch.“ Also, unterm Strich funktioniert's nicht und macht euch da bitte keine Hoffnungen. Alles das, was ihr natürlich in Blender habt, werdet ihr auch nach Lotus exportieren können. Das ist 'ne ganz klare Geschichte. Nur alles das, was in OMSI schon steht, wird auch in OMSI bleiben. Da wird's keine Möglichkeit geben, das Ganze in Gänze nach Lotus rüberzubringen.
Harte Realität hat einen ganzen Fragenhagel. Wie wird denn der Verkehr funktionieren? Boah, das ist ganz unterschiedlich, ne? Oder genauer gefragt, wird es möglich sein, dass Autos auf Autobahnen schneller fahren? Klare Antwort, ja. Wie sehen die Ampelfunktionen aus? Wie werden die eingestellt und sind dann auch Anforderungen möglich, der mehr zu bieten haben als OMSI 2? Anforderungen sind möglich. Wie das Ganze am Ende ganz konkret aussieht, das ist noch nicht klar, weil da ist noch ein ganzes Stück Programmierarbeit fällig, bis wir da soweit sind. Können die KI-Fahrzeuge ihre Spur flüssig wechseln? Können sie? Welche Möglichkeiten bei den Verkehrsregeln, wie zum Beispiel Vorfahrtsregeln oder Geschwindigkeitsbegrenzungen, wird es geben? Auch dazu, das Ganze hängt natürlich mit dem Kreuzungsbau und dem Mapbau zusammen, wird es noch mehr Infos zu einem späteren Zeitpunkt geben. Da können wir noch nicht darauf antworten. Aber die nächste Frage, wird ein breites oder ein schmales Spektrum an KI-Fahrzeugen mitgeliefert? Ist noch nicht bekannt, verschiedene Ideen, welche am Ende genommen wird, ist noch gar nicht klar. Kann man Busse in 2 Minuten, Trams in 5 Minuten, U-Bahn und S-Bahn bzw. Züge im 10-Minuten-Takt gleichzeitig an einer Stelle fahren lassen, ohne dass das Spiel abstürzen wird? Oder anders formuliert, kann man einen Knotenpunkt an seine Grenzen bringen mit vielen Objekten, Splines und Fahrzeugen, ohne dass das Spiel unter 25 FPS kommt an einem guten Computer? Ganz klare Kiste. Ich zitiere: „Wenn das nicht geht, haben wir unsere Arbeit schlecht gemacht. Es muss gehen, das ist unser Anspruch." Eine große Frage von George per 10 oder 10 vielmehr. Ja, und zwar geht es darum, wie die KI und der Fahrplan funktioniert, ne? In OMSI kannst du dir jeden Bus aussuchen, jeden KI-Bus und ihn übernehmen. Und, ja, also KI und Fahrpläne gibt's noch gar nicht. Wie gesagt, auch schon bei den anderen Fragen. Später mehr dazu. Dann möchte er wissen, ob es einen Karrieremodus gibt und sowas in der Richtung. Du kannst dir einen Startpunkt aussuchen, musst zum Depot laufen oder so weiter und so fort. Das heißt, er spielt auf den Ego-Modus an, der ja in OMSI auch, naja, mit drin war, allerdings nicht funktionstüchtig, aber den wird es in Lotus geben, ganz klar. Man kann also rumlaufen, wie man möchte. Allerdings ist, ein Karrieremodus bisher nicht vorgesehen. Es wird eine Schnittstelle eventuell geben, vorsichtig formuliert. Also, es ist in Planung, ob es kommen wird am Ende ist noch nicht fest. Ähm, ja, also, es ist möglich, dass man die Rolle eines angestellten Fahrers übernimmt und sich jeden Tag neue Herausforderungen zur Brust nehmen muss, wenn man das möchte. Nur die nötigen Dienstpläne oder Gehälter werden natürlich nicht von Lotus mitgeliefert. So, okay. Felix Modellbusse fragt, mein Gott, sind das noch viele Fragen. Wir haben gerade mal die Hälfte, also es ist noch ein bisschen hin. Erstens, gibt es irgendeinen Zusammenhang mit dem Tram-Simulator von Florian? Nein, aber ich glaube, die Frage hat Florian auch in den Kommentaren schon beantwortet. Wie seid ihr zu Lotus gekommen? Auch das ist ein Thema, naja, da wollen wir nicht drüber sprechen. Das Spiel ist doch bei weitem nicht fertig, aber ihr habt schon Julians Straßenbahn drin. Komisch, ne? Aber auch das ist eigentlich gar keine Frage und da gibt's dann zu irgendeinem anderen Zeitpunkt sicherlich mehr Infos drüber als jetzt und hier in diesem Video. Marika fragt: I know this is way early to ask, but are there any plans to improve the graphics? I mean, everything so far has been looking exactly like OMSI from graphics to textures. Ich vermute, dass es hier wieder ein kleines Missverständnis gab, denn wir haben im letzten Video natürlich am Anfang tatsächlich was von OMSI gezeigt. Vielleicht ist das nicht unbedingt so klar geworden. Das diente lediglich dem Vergleich. Also, wenn man sich das vorherige Video noch mal ansieht, dann gibt es da dann doch Unterschiede zwischen dem, was in den ersten Minuten läuft und was ganz am Schluss läuft. Natürlich sind die Fahrzeuge die gleichen, die man schon im OMSI-Forum gesehen hat. Das ist insofern schwierig, da dann noch 'n Unterschied auszumachen, aber wenn man sich die Umgebung ansieht, die Häuser, die Grafikeffekte, also Glanz und so weiter, dann ist das schon 'ne andere Hausnummer und schaut da einfach noch mal genau hin. Aber es wird natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten da entsprechend Videos geben, wo man was mehr davon erkennen kann. Ganz klare Sache, ne? Also, insofern, ja, natürlich wird die Grafik besser. So, MPXD Studio fragt 2 Fragen: „Is the simulator will be able to add their own models of vehicles?" Ja, ganz klar, ne? Also, eigene Fahrzeuge wie in OMSI sind auch in Lotus möglich. How much will it cost? Simulator. Ich glaube, da hat jemand den Google-Übersetzer bemüht.
Ähm, Preis steht noch nicht fest, ist auch im Moment überhaupt nicht relevant und diskutabel, wird dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt mal angesprochen, veröffentlicht, wie auch immer. Nikolas Reuter fragt: „Wird es im Fahrplan die Möglichkeit geben, die Zusteigwahrscheinlichkeit von einzelnen Fahrten auch pro Personentyp einzustellen?“ Nikolaus, eine clevere Frage, die leider noch ein bisschen auf ihre Beantwortung warten muss. Und wurde schon gefragt, der Vollständigkeit halber aber noch drin: Gibt es weiterhin die Möglichkeit, DEM-Höhendaten zu importieren? Ja, die gibt es. Speedies fragt: „Werden die bisherigen Busse aus OMSI 2 für Lotus kompatibel sein oder wird es möglich sein, das über dieses Content-Tool zu machen?“ Klare Sache, wer die Originalmodelle hat, kann diese auch in Lotus importieren. Allerdings müssen die Skripts neu gemacht werden, da die OMSI-eigene Sprache nicht mehr dabei ist, sondern jetzt eben Pascal benutzt wird, die natürlich genauso gut funktioniert, um irgendwelche komplexen Systeme zu beschreiben, aber viel einfacher zu erlernen und zu lesen ist. Das heißt also, ja, natürlich, was in OMSI an Bussen fährt, kann auch in Lotus fahren, wenn man denn das Originalmodell besitzt. Nur da ist dann doch 'n bisschen Arbeit nötig, die investiert werden muss. Aber ich bin mir ganz sicher oder wir sind uns ganz sicher, die wird es recht zu fertigen sein. Das war auch kein Satz, aber es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. So, Njops Lepe, keine Ahnung, was ist 'n das für 'n Name? Erklär dich. Wann kommt es denn und wird man in Häuser reingehen können? Ich freue mich so auf Lotus, aber schade, dass es nicht die Tatra ist. Es kommt, wenn es fertig ist, ganz klar, ne? Wie oben schon gesagt oder eben schon gesagt. Muss erst mal fertig werden. Wenn du offene Türen in Lotus findest, wirst du auch hineingehen können. Und unterm Strich, jeder, der möchte, kann ja so eine Tatra bauen oder so einen Tatra vielmehr. Und da wird es sicherlich Leute geben und Leute finden und früher oder später wirst auch du mit deinem Tatra durch Lotus fahren können. Da bin ich mir ganz sicher. Und, da ist dann einfach nur 'n bisschen Geduld angesagt. Aber du kannst ja schon mal 'n bisschen in Blender üben. Vielleicht baust du dir auch einfach dein eigenes Fahrzeug. So, Simon P. plus S fragen: „Werden etwa Fahrzeuge von Julian direkt mit Lotus kommen?“ Ah, man weiß es nicht. Auch dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr Infos. Matthew Schilling fragt: „I know you guys are really busy, Entschuldigung. But is it possible to make a full English version of those videos? But all those features sound amazing.“ Das Problem ist natürlich, keiner von uns ist englischer Muttersprachler. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich lacht sich jetzt hier sowieso der ein oder andere kringelig über das, was ich hier von mir gebe. Insofern wird es das vermutlich nicht geben. Also, ich halte es für extrem schwierig. Ich kann so 'n bisschen Englisch, aber, dann das, was man während irgendwelcher Arbeiten macht, fließend in Englisch auszugeben, ist sicherlich 'ne Herausforderung. Und insofern wird sich zeigen, Untertitel wird es geben, aber ja, komplett englische Videos wahrscheinlich eher nicht. N8 Wach 3 fragt: „Gibt es schon Details zur Steuerung der Tram? Sprich, wird die Tastatursteuerung bevorzugt oder Peripheriegeräte wie Schubhebel vom Joystick? By the way, hat jemand einen Tipp, welcher Schubhebel sich dafür eignen würde? Müsste ja einer sein mit einem Widerstand in der Mitte für Bremsen und Gas geben.“ Die Antwort darauf ist: Wir werden eine kompromisslose Tramsteuerung mit Tastatur und/oder Maus ermöglichen. Inwieweit dazu Zusatzanschaffungen seitens der Spieler nötig sind oder möglich sind vielmehr, das ist jedem selbst überlassen. Also, wenn du da was findest, was sich eignet, wird es sicherlich nicht am Lotus scheitern, das am Ende auch zu benutzen. Ja, der V3D Studios freut sich darauf oder hofft, dass es viel einfacher wird, einen Lus einen Lus für Botus, genau, einen Bus für Lotus zu bauen und er freut sich sehr, seinen neuen Lion City A21 und A37 mit vielen anderen, äh, Fahrzeugen, die er noch in der Pipeline hat, in Lotus zu sehen. Er freut sich über die tolle Arbeit mit den Videos und auf alles das, was da noch kommt. Herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns auch. Laral fragt: „Captain Unbrauchbar, entwickelst du auch mit am Lotus Simulator oder nur die Straßenbahn?“ Tja, was glaubst du denn, hm? So, machen wir mal weiter.
Der Martin fragt: „Kann Lotus Bump Maps benutzen?“ Natürlich kann es das. Und unterstützt Lotus Multiplayer, wie eben schon gesagt, später mehr. Bayernkraft. OMSI 2.3 unterstützt jetzt auch Doppelgelenkbusse. Bringt das euch etwas, um doch noch eure Straßenbahn für OMSI zu veröffentlichen, oder ist das Thema endgültig vom Tisch, egal welche Verbesserung OMSI noch patcht? Lieber Bayernkraft, dieses Thema ist endgültig vom Tisch. Denn nach wie vor, ich habe es 100-mal gesagt, wahrscheinlich werde ich es auch noch 100-mal sagen, es ist einfach so, dass es sich nicht lohnt. So, dann ein freundlicher Mensch mit einem Ikarus als Titelbild. Oder ist das ein Ikarus? Ne, ist 'n Zug. Das ist ja 'n Zug. Ja, ich habe keine Ahnung. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Wie sieht's mit den Ladezeiten aus? Das Programm braucht 2 Minuten zu laden, dann eine Map noch mal 5 Minuten. Oder wie sieht's aus, ne? Andere Simulatoren brauchen ja nur Sekunden. Klar, die Sache ist die, je komplexer die Modelle, die Umwelt, die Physik, die Engine, alles, was dahinter steht, desto mehr Ladezeit ist nötig. Aber ihr könnt euch sicher sein, es wird sicherlich keine Ladezeit eingebaut, nur um euch zu ärgern. Also das, was an Ladezeit entsprechend dann unterm Strich rauskommt, ist auch nötig, um euch das Spielerlebnis zu bieten, was ihr braucht. MAN SD 200 Fan fragt: Wird es MAN SD-Busse geben? Wenn sich mal baut, natürlich. So, wann haben wir denn noch? Toy Bonnie. Wird es möglich sein, Maps, Busse, Objekte und Splines aus OMSI in Lotus einzufügen? Karten nicht als Ganzes, Busse, Objekte und Splines können als Originalmodell für Lotus natürlich importiert und konfiguriert werden. Hatten wir eben schon mal beantwortet. Wie gesagt, die Fragen sind ein bisschen sortiert, nicht abschließend, weil das wäre viel zu viel Arbeit gewesen. Und deswegen, manches ist doppelt drin und anderes erfordert dann halt noch mal in Teilen eine abweichende Antwort von dem, was schon gegeben wurde. Deswegen nicht wundern, wir machen einfach weiter, denn der Manuel Franz hat auch noch eine Frage. Kann man Maps nach Lotus konvertieren, beziehungsweise zum Beispiel das OMSI-Spline anklicken und dann rechts auf ein Lotus-Spline, das heißt ersetzen wäre möglich, also wenigstens zu konvertieren? Ja, die Frage ist natürlich etwas seltsam formuliert. Unterm Strich lässt sich sagen, an OMSI wird sicherlich nichts mehr daran gemacht, dass man irgendwas nach Lotus konvertieren kann. Also klar, du kannst deine Map in Lotus so bauen, wie du sie auch in OMSI gebaut hast. Du kannst ja alles 1:1 nachbauen, wenn du das möchtest. Das ist ganz dir überlassen. Aber wie gesagt, wie eben schon beantwortet, na ja, an Maps wird es sicherlich, schwierig werden, diese nach Lotus von OMSI zu transferieren. Oh Gott, Leute, ihr habt Namen. Citaro G Bluetech Hybrid fragt: Könnt ihr in einem der folgenden Videos den Fahr und Umlaufplan-Editor vorstellen? Können wir machen, der muss aber erst mal programmiert werden, deswegen das dauert wahrscheinlich noch 'n bisschen, ne? So, Five Facts fragt: „Hey, meine Frage ist, wie viele arbeiten eigentlich an diesem Simulator?“ 2 entwickeln Engine und Standard-Content, Janine und Marcel. Hinzu kommen etwa 15 Leute, die den Entwicklungsfortschritt überprüfen und testen. Wir arbeiten dabei mit den besten Add-on-Entwicklern zusammen, um einen großen Funktionsumfang und hohe Qualität sicherzustellen. Ja, ne, an der Frage merkt ihr schon, keine Ahnung, warum Florian und ich dabei sind, aber wir haben uns da wahrscheinlich einfach so reingemogelt. Ein bisschen Spaß muss sein, gell? So, Lucas Gomez fragt. Er ist aus Brasilien und wundert sich, ob es denn möglich wäre, eine portugiesische Übersetzung für Lotus bereitzustellen. Lotus verfügt über ein Language Tool, das heißt, ihr könnt jede beliebige Sprache letztendlich implementieren. Natürlich ist Portugiesisch jetzt eher die oder eine der Sprachen, die nicht unbedingt so die nachfragestärksten sind. Deswegen wird das aller Voraussicht nach nicht ab Werk mitgeliefert. Aber wie gesagt, es spricht nichts dagegen, das dann selber irgendwann übersetzen zu lassen, für sich selber zu übersetzen oder in Gruppen sich die Arbeit zu teilen. Bei AFTM, BAFTM, ich habe keine Ahnung. Da ihr eine Partnerschaft mit Lotus habt, wollte ich fragen, ob ihr auch Verbesserungen oder Vorschläge für die Entwicklung einreichen könnt. Falls ja, wollte ich fragen, ob es vielleicht auch möglich sein wird, mit Cinema 4D Modelle für Lotus zu erstellen, beziehungsweise Objekte von Cinema 4D in Lotus zu importieren. Ja, also natürlich dieser Hintergrund der ganzen Videos ist unter anderem auch,
euch natürlich die Möglichkeit zu geben, in die Entwicklung mit einzugreifen, sie mitzugestalten. Das ist ja auch 'ne Frage von Feedback. Was kommt zu dem, was bisher vorgestellt wurde? Und, sicherlich reichen wir alles das, was an Vorschlägen kommt, auch weiter, gar keine Frage. Es ist ja auch sinnvoll, ne? Es ist ja einfach so, man kann als zwei Entwickler oder mit den ganzen Leuten, die dahinter hängen, unterm Strich vielleicht 20 Leuten, trotzdem ja nicht an alles denken, was man in irgendeiner Form besser machen könnte oder als Feature implementieren könnte. Deswegen schlagt ruhig vor, was euch in den Sinn kommt. Wenn es sinnvoll ist und ins Konzept passt, wird es vielleicht übernommen. Das kann man natürlich auch nicht versprechen. Aber es ist nicht so, dass ihr jetzt ausgepeitscht werdet, wenn ihr der Meinung seid, man könnte irgendwas besser machen. Also scheut euch da nicht, das vorzuschlagen. Und letztendlich, um deine Frage zu beantworten, Lotus importiert X 3D-Dateien. Ich weiß jetzt leider nicht, ob Cinema 4D die auch exportieren kann. Ich gehe schwer davon aus, weil es ja doch ein relativ verbreitetes Format ist. Lotus ist bereits bisher für Blender und 3ds Max optimiert. Dabei muss es aber nicht bleiben, ohne jetzt was versprechen zu wollen. So, HBK 2207 1980, OMSI 2 Busse kompatibel? Ja, das ist ja eine sehr, sehr kurze Frage. Wie schon mehrmals gesagt, Original-Blender-Dateien vorhanden, dann exportieren, neue Skripte schreiben und fertig ist die Kiste. Hero Hendrik LP fragt: Erstens, sind die Systemanforderungen von Lotus schon bekannt und wenn ja, welche? Nein, sind noch nicht bekannt, weil Simulator noch nicht fertig. Alles, was man jetzt in irgendeiner Form ankündigen würde, wäre wahrscheinlich nicht unbedingt am Ende noch treffend. 2, ist schon absehbar, in welchem Jahr Lotus veröffentlicht wird. Natürlich in dem Jahr, in dem es fertig wird. Wie eben gesagt, wir wollen da einfach nicht irgendwas versprechen, was am Ende nicht gehalten werden kann. Deswegen sind wir da ganz vorsichtig und sagen einfach, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo es absehbar ist, wann Lotus veröffentlicht werden kann, dann wird das auch angekündigt. IBGTVFD fragt: Können KI-Busse rückwärts fahren? Äh, Die KI wird auf jeden Fall umfangreicher, genauer und besser als in OMSI sein. Ob jetzt auch der Rückwärtsgang mit möglich ist für Busse, dafür ist einfach der Zeitpunkt zu früh, um das zu beantworten. So, Elias T. Clay, ich weiß es nicht, fragt: Welche Straßenbahnen werden kommen und was für ein Bustyp? Es wird wahrscheinlich wieder in Berlin sein. Welche Linie kann man dann dort fahren? Der Standard-Content liefert die Linien 100 und N1 in Berlin mit, ganz richtig erkannt. Und da fährt der MAN Lions City Doppeldecker und der GT6N. So, Next Generation Games fragt: Super Sache, die Herren, dass ihr das zeigen und erklären dürft. Ich freue mich schon sehr auf die Tutorials. Vielen Dank. Was mich besonders als Busbauer vorneweg interessiert: Gibt es viele Veränderungen zum Busbau-Import, Skripts etc. zu OMSI? Man hat mittlerweile ja viel gelernt und etwas Sorge, dass man muss nun wieder neu anfangen. Es gibt Änderungen, ganz klar, die werden gesondert vorgestellt, aber, lass es mich mal so formulieren, was im guten und soliden Fahrzeugbau die Regel ist, diese Regel wird in Lotus nicht gebrochen. Wenn ich natürlich 50.000 Polygone in einen Türtaster baller, dann wird das in Lotus am Ende natürlich genauso zu Problemen führen, wie es auch in OMSI zu Problemen führen würde. Und genauso ist es dann mit einigen anderen Dingen. Also die Scheiben werden vereinfacht, das ist dann nicht mehr so kompliziert wie in OMSI. Und alles, was dann letztendlich ins Detail geht, das muss dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt oder geklärt werden. Aber unterm Strich, das, was als Modell nötig und sinnvoll ist, das wird auch erstmal so bleiben. Und alles, was irgendwie special ist, mit zum Beispiel Bildschirm und so, würde ich persönlich, also meine persönliche Aussage, nicht die der Entwickler, erstmal rauslassen, erstmal warten, was kommt da. Aber wie gesagt, das Grundmodell zu bauen, bereitzustellen mit Texturen, spricht überhaupt nichts gegen, das jetzt schon zu machen, wenn man halt den guten Regeln des 3D-Designs folgt. So, kann man davon ausgehen, dass der Polycount im Modell bei Lotus etwas anders ausfällt beim Busbau, da OMSI hier ja irgendwann überlastet ist? Ähm, gut, unterm Strich ja, schon. Dennoch sollte man, wie gesagt, keine 50.000 Polys in den Türtaster bomben. Ähm, Lotus ist aber, wie gesagt, noch mal 'ne bisschen andere Nummer, vor allen Dingen auch als 64-Bit-Anwendung kann man davon ausgehen, dass es besser wird. Man kann, ja, vorsichtig gesagt auch damit planen. Nur, wie gesagt, übertreiben sollte man es auch nicht. Zum Thema Mapbau.
wird es nun auch besser möglich sein, DM-Daten zu nutzen und Terrain und Objekte zu verschmelzen. Das war mit OMSI 2 meiner Meinung nach noch nicht so ideal gelöst, gerade bei seitlichen Hängen, Straßenschräglagen und Ähnliches. Ja, wir sind zuversichtlich, zuverlässig sind wir auch, aber das ist 'n anderes Thema, dass das Ganze besser gelöst wird als in OMSI. Aber auch da, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Danke schon mal und Däumchen hoch. Vielen Dank, lieber Andi, wir freuen uns. So, das sind jetzt 35 Minuten, viele Fragen, viele Antworten. Ich hoffe, es war erstmal für den Anfang alles Relevante dabei. Es ist nicht alles beantwortet worden, ganz klar. Wir können auch nicht auf jede einzelne Frage antworten, sie doppelt sich einfach. Wir versuchen, eine gute Mischung zu finden. Jetzt war das 'n bisschen durcheinander letztendlich unterm Strich hier. Ähm, Vielleicht müssen wir das in den nächsten Videos anders machen. Wir hören da auch gerne auf euer Feedback. Möchtet ihr das thematisch sortiert haben, die Fragestellungen, oder lieber in der Reihenfolge, wie sie veröffentlicht oder geschrieben wurden, um 'n bisschen Abwechslung reinzubringen? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass jetzt alles Relevante fürs Erste dabei war, euer Wissensdurst für 'n Anfang gestillt ist. Was dann demnächst mal kommt, da dürft ihr dann gerne, ja, gespannt sein, euch vielleicht den einen oder anderen Gedanken dazu entlocken lassen. Wir verraten erst mal nix. Weiter geht's auf jeden Fall. Und der Florian ist ja auch grade damit beschäftigt, das 3ds Max Tutorial zu machen. Und da werden auch einige Videos noch fällig, bis er da so weit ist, dass ihr alle 3ds Max bis zur Perfektion beherrscht. In diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen, an alle Tapferen, die es bis zum Ende durchgehalten haben, und freue mich darauf, euch in einem der nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bis dann mal. Tschüss.